Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir uns hier diesem Fahrzeug hier widmen. Ich möchte euch heute das Fahrzeug mal im Detail vorstellen, so wie sich das einige auch schon gewünscht haben. Wie ihr ja im letzten Video mitbekommen habt, ist das Fahrzeug ja jetzt quasi fertig gebaut. Das bedeutet jetzt in dem Fall, dass die Umbauten, die geplant waren, zu dem Zeitpunkt alle fertig sind. Das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass an dem Fahrzeug nichts mehr gemacht wird. Aber heute ist, denke ich mal, ein guter Zeitpunkt, um euch das Fahrzeug einfach mal vorzustellen und euch alles auch mal im Detail zu zeigen. Angefangen hat es alles im April 2015, da habe ich das Fahrzeug gekauft. Dann im Jahr 2015 und 2016 bin ich dann mit dem Fahrzeug an ein paar Trackdays gefahren. Alles komplett Serie, hat so semi gut funktioniert. Und im Oktober 2016 habe ich dann angefangen, das Auto zum Tracktool umzubauen. Jetzt werde ich euch einfach mal so nacheinander zeigen, was alles passiert ist an dem Fahrzeug. Also wie ihr mitbekommen habt, das erste, was ich gemacht habe, ist die Rücksitzbank ausgebaut, um einfach erstmal Gewicht zu sparen und um auch Platz dann später für den Bügel zu schaffen. Die Rücksitzbank und so ein paar Kleinteile wie Fußmatten und Hutablage hinten haben zusammen dann so 30 Kilogramm Gewichtsersparnis gebracht. Und der positive Nebeneffekt war dann eben auch, dass das Fahrzeug quasi dann im Innenraum auch lauter wurde. Man hat den Auspuffklang dann auch einfach besser gehört, was dann auch schon ein Stück weit mehr Spaß gemacht hat zu fahren. Ne? Und das zweite, was dann gekommen ist, sind dann Stahlflex-Bremsleitungen rundum, um natürlich auch einfach die Sicherheit des Fahrzeugs zu erhöhen. Das habe ich dann auch im Jahr 2016 gemacht. Und kurz danach bin ich dann hergegangen und habe noch im selben Jahr die Domstrebe eingebaut. Vorne. Wie man sie hier schon sehen kann. Von Wichers Sport. Komplett aus Aluminium gefertigt. Genau, wird einfach hier auf die Dome oben drauf geschraubt. Am Anfang habe ich gedacht, dass es nicht wirklich viel bringen wird, weil die Dome ja sowieso schon relativ weit hinten hier an der Spritzwand liegen und dadurch natürlich eh schon eine gewisse Steifigkeit haben. Aber das Lustige ist, jetzt der neue A45 hat jetzt ab Werk auch eine Domstrebe verbaut. Und das finde ich ziemlich interessant, weil das sagt mir einfach, dass das dann schon irgendwie was bringen dürfte. Ja. Genau, das war das dann alles, was ich im 2016 gemacht habe. 2017 ging es dann direkt weiter. Im Frühjahr kamen dann die Pagid RS 29 vorne in die Bremssättel rein, um da endlich mal vernünftige Bremsbeläge zu haben, weil die Serienbremsbeläge, die lösen sich einfach zu schnell auf der Rennstrecke. Haben dann auch gut mit den Serienscheiben funktioniert bisher. Ich wollte von Anfang an eigentlich keine größere Bremse montieren. Die Serienbremse kommt schon relativ gut dimensioniert daher mit 350er Scheiben. Deswegen habe ich halt eben die so quasi aufgerüstet, dass die halt auch halten sollte. Weil für mich ist es eigentlich so, dass eine Serienbremse eigentlich schon gut ausreicht, wenn man mit der Serienleistung fährt bei den Fahrzeugen. Wichtig ist dann eben, dass man sie halt mit guter Bremsflüssigkeit befüllt, die Anlage. Dazu natürlich dann noch passende Stahlflex-Bremsleitungen montiert, gute Bremsbeläge fährt, die den Belastungen dann auch eben gewachsen sind und eben dafür sorgt, dass die Bremse auch gut gekühlt ist. Wenn man die 4 Punkte quasi berücksichtigt, dann hat man eigentlich auch mit der Serienbremse keine großartigen Probleme. Natürlich kann man sich dann auch noch größere Bremsen einbauen, aber das hat dann natürlich auch den Nachteil, dass dann die ungefederten Massen an der Vorderachse dann nochmal erhöht werden. Und das wollte ich halt eben nicht, deswegen ist es eben bei der Originalbremse geblieben. Genau, an der Hinterachse ist die Bremse komplett serienmäßig. Das sind immer noch die ersten Beläge und die erste Scheibe. Da ist der Verschleiß nicht wirklich groß. Ich habe jetzt gut 50.000 Kilometer hier auf dem Auto. Die halten ewig die Bremsen hinten. Natürlich durch die Gewichtsverteilung ist die Bremskraft hier hinten nicht wirklich groß. Deswegen reicht es vollkommen aus, die Serienbremse zu fahren. Dann ging es als nächstes hinten weiter im Kofferraum. Da habe ich dann die seitlichen Kofferraumverkleidungen ausgebaut und noch so ein paar Kleinteile
um dann hier eben Platz für die hintere Domstrebe zu schaffen. Die ist auch von Wiechers, auch aus Aluminium gefertigt, bis jetzt hier auf diese Adapter sind aus Stahl. Kurz danach kam dann eben der Überrollbügel ins Fahrzeug rein, der ist auch von Wiechers. Das war nicht ganz so einfach, der Einbau, weil die Passgenauigkeit jetzt nicht wirklich gegeben war. Da musste ich dann viele Löcher aufbohren, damit es dann letztendlich gepasst hat. Musste ich ein paar Mal den Bügel ein- und ausbauen, hat auch ein paar Spuren hinterlassen natürlich. Leider verkratzt es hier dann relativ schnell beim Ein- und Ausbauen. Aber letzten Endes hat es dann alles geklappt. Dann wird halt hier eben unter den Sitzschienen festgeschraubt vorne. Dann kommt hier der Hauptbügel rein und der ist dann hier hinten eben an den Befestigungspunkten der hinteren Rücksitzbank mit festgeschraubt, genau. Was ich natürlich auch noch ausgebaut habe, waren die hinteren Gurtschlösser und die hinteren Sicherheitsgurte. Die Gurtschlösser lassen sich ohne Probleme ausbauen, ohne dass es Fehlermeldungen gibt. Allerdings müssen dann quasi die Stecker für die Zündpillen hinten bei den Gurtstraffern, für die Sicherheitsgurte, die müssen simuliert werden über den Widerstand. Sonst gibt es Fehlermeldungen. Aber das habe ich genau auch so gemacht, wie vorne an den Sitzen bei den Seitenairbags, einfach einen kleinen 2,4 Ohm Widerstand reingelötet, einen kleinen Leitungssatz, und den stecke ich dann hier einfach in den Stecker und dann funktioniert es. Genau. Dann, ja, so im Sommer 2017 kam dann das KW-Fahrwerk rein. Das ist ein Clubsport-Fahrwerk. Sieht man hier oben auch ein bisschen. Dadurch kam das Fahrzeug ein bisschen tiefer. Das ist ja ein Gewindefahrwerk, sprich das ist einstellbar. Ich habe das jetzt ungefähr so 20, 25 mm tiefer wie Serie. Damit steht der Wagen eigentlich gut da. Es schleift nichts. Ja, das Fahrwerk ist halt jetzt relativ hart eingestellt. Ist schon relativ unangenehm zu fahren, aber es funktioniert. Kann man natürlich auch durch die Zug- und Druckstufe noch ein bisschen weicher stellen, die Dämpfer. Das werde ich jetzt dann wahrscheinlich auch nochmal machen. Jeweils rund einen Klick weicher, jeweils in der Zug- und Druckstufe, weil jetzt auch ein bisschen Gewicht rausgekommen ist, nochmal zusätzlich aus dem Fahrzeug. Genau. Ein Hauptvorteil ist natürlich auch, dass man an dem Fahrwerk hier oben am Dom die Möglichkeit hat, den Sturz einfach nochmal schnell zu verstellen vom Tractor. Also ich fahre, wenn ich jetzt halt hier auf der Straße fahre, natürlich die normale Einstellung. Aber kurz vorm Tractor kann man an der Boxengasse noch schnell hergehen und, sage ich mal, die 4 Schrauben hier lösen. Hier oben den Dom ran, also diese Verstellung dann hier reinschieben. Und dann hat man ein bisschen mehr Sturz. Das ist dann für die Reifen ganz optimal. Dann nutzen sie sich an der Außenseite nicht so stark ab. Und man hat ein besseres Kurvenverhalten dann. Genau, das ist eigentlich so der Hauptvorteil von dem Fahrwerk meiner Meinung nach. Das habe ich dann eben vor dem Lausitzring zusammen mit den Felgen und den Reifen noch 2017 eingebaut. Das sind dann hier OZ Racing Ultra Leggera Felgen geworden, 18 Zoll in der Größe, 8 Zoll breit mit 235/40 R18 Michelin Cup 2 Reife. Davor hatte ich Michelin Pilot Supersport Reife. Waren auch keine schlechten Reifen, aber jetzt für die Rennstrecke ist natürlich so ein Cup-Reifen deutlich besser. Die Originalfelgen, die wiegen ca. 13,5 Kilogramm. Das sind natürlich 19 Zoll Felgen. Die wiegen jetzt halt hier 8 Kilogramm ungefähr. Das ist natürlich schon eine deutliche Gewichtsersparnis. Ne, reduziert die rotierenden, ungefederten Massen, was natürlich sehr wichtig ist bei so einem Auto. Ja, der Reifen ist halt einfach durch die kleinere Felge etwas höher. Ja, der Querschnitt ist größer, damit kann der Reifen ein bisschen besser arbeiten. So, dann etwas später im Jahr 2017, das war dann so im Herbst, nach den Track Days, habe ich mich dann dazu entschieden, eine Bremsbelüftung einzubauen. Da habe ich dann eben hier vorne kleine Lufteinlässe montiert. Dahinter dann eben einen 51 mm dicken Schlauch, der dann quasi unterhalb des Scheibenwaschbehälters hier dann quasi über den Querlenker gelegt, hinten an das Ankerblech geschraubt wurde. Dort, wo dann eben die Luft direkt an die Bremsscheibe geblasen wird. Und das hatte ich jetzt dann auch bis vor einem halben Jahr ungefähr so verbaut. Mittlerweile
habe ich die Verlegung nochmal geändert. Ich habe größere Trichter vorne eingebaut, links und rechts, einen größeren 63 mm Schlauch eingebaut. Und der Schlauch, der lenkt jetzt quasi nicht mehr mit dem Rad mit, sondern der ist jetzt starr auf dem Querlenker montiert. Ohne das wäre es mit dem großen Schlauch gar nicht möglich gewesen. Genau. Sollte jetzt auch eine deutlich bessere Kühlleistung bringen. Konnte ich leider noch nicht ausprobieren, weil ich dieses Jahr noch nicht auf der Rennstrecke war. Mal schauen, ob das dann noch passiert. Mit dem Einbau des Fahrwerks habe ich dann auch gleichzeitig meine Downpipe ausgebaut und dann hier mit so einem Hitzeschutzband isoliert, damit die Wärmeabstrahlung im Motorraum nicht ganz so extrem ist. Die Downpipe ist zwar vom Turbolader bis runter zum Cut schon doppelwandig ausgeführt, also die ist eigentlich schon gedämmt ab Werk, aber die Dämmung von mir geht jetzt quasi komplett runter und führt dann quasi auch bis hinter die Hinterachse. Einfach um die Komponenten, die dort in der Reichweite liegen, einfach besser zu schützen vor der großen Hitze. Kurz vor dem Saisonschluss dann kam dann hier vorne noch die Lightbox-Batterie rein, um die schwere Serienbatterie zu ersetzen. Die Serienbatterie liegt natürlich jetzt hier bei dem Fahrzeug ziemlich ungünstig, direkt auf der Vorderachse. Wiegt auch 23 Kilogramm so in der Richtung. Ist natürlich nicht optimal, weil die Gewichtsverteilung bei dem Fahrzeug sowieso schon relativ mies ist. Wir haben hier vorne quer eingebaut den Motor mitsamt Getriebe direkt vor der Vorderachse. Ja, man sieht es ja, die Achse ungefähr befindet sich hier. Dom ist dann etwas weiter hinten und der Motor befindet sich dann ungefähr hier vorne mit dem Getriebe. Wir haben hier über 60% Gewicht auf der Vorderachse, der Rest hinten. Deswegen war dann der Schritt zur Lightbox eigentlich relativ logisch. Ja, genau. Spart jetzt hier jetzt eben 20 Kilogramm Gewicht. Zusätzlich habe ich jetzt auch noch die Pufferbatterie ausgebaut, die sich im Beifahrerfußraum quasi befindet. Die spart auch nochmal 5 Kilogramm Gewicht, genau. Scheibenwaschwasser ist aktuell keins drinnen. Das spart auch nochmal 5 Kilogramm Gewicht. Brauche ich eigentlich gar nicht, Scheibenwaschwasser. Genau. Am Anfang hat die Lightbox leider nicht so funktioniert, wie sie sollte, weil das Fahrzeug natürlich hier über einen intelligenten Batteriesensor verfügt. Und der hat dafür gesorgt, quasi, dass dann während der Fahrt irgendwann mal die Batterie entladen wurde, bis sie halt quasi so weit entladen war, dass sie quasi angefangen hat zu piepen. Deswegen habe ich mir jetzt hier noch einen anderen Batteriesensor eingebaut, der quasi nicht zum Fahrzeug gehört. Sprich, das Fahrzeug kann mit diesem Batteriesensor jetzt quasi nicht kommunizieren. Der überträgt quasi jetzt nur die Spannung, aber nicht mehr die Stromstärke. Das erkennt das System dann, dass dann ein Fehler vorliegt, und dementsprechend wird dann quasi das System, dieses Batteriemanagementsystem in den passiven Modus versetzt. Die Ladespannung liegt halt jetzt konstant bei 14,4 Volt und dieses Rekuperieren, das findet jetzt auch nicht mehr statt. Sprich, das Auto versucht quasi den Ladezustand quasi jetzt immer gleich zu halten und spielt damit jetzt nicht mehr rum. Genau, und seitdem funktioniert die Batterie ohne Tadel. Ist auch hier mit dieser zusätzlichen Adapterplatte festgemacht an dem OEM-Punkt. Dann habe ich jetzt noch eine Pluspol-Abdeckung drauf gemacht, die ist ja vorgeschrieben, damit man die TÜV besteht. Genau, und dann 2018 im Frühling ist dann quasi die meiner Meinung nach beste Modifikation hier ins Fahrzeug reingekommen. Das sind halt jetzt hier eben die Recaro Schalensitze. Die wollte ich unbedingt haben. Das sind meiner Meinung nach die besten Sitze, die ich bisher gefahren habe. Die sind super bequem, bieten deutlich mehr Seitenhalt, vor allem hier oben im Schulterbereich ist es hier deutlich gesteigert. Und man spart natürlich pro Sitz 10 Kilogramm Gewicht. Das ist, denke ich mal, auch nicht verkehrt. Der Einbau war auch nicht so einfach. Am Anfang habe ich von meinen Performance-Sitzen, von meinen AMG Performance-Sitzen, das Sitzgestell unten ausgebaut. Habe dann hier quasi einen T-Stahl genommen, mir den zurechtgeschnitten, zurechtgebohrt und habe den quasi dann hier auf dieses originale Sitzgestell draufgebaut. Das Problem war natürlich, das waren ja, wie man es hier sieht, das waren ja elektrisch verstellbare Sitze. Die elektrische Verstellung funktionierte dann natürlich nicht mehr, sprich ich musste dann die mechanische Verstellung von Recaro noch oben drauf setzen auf diesen
T-Stahl quasi. Und dann kommt erst der Seitenadapter und dann der Sitz. Das Problem war, dass es natürlich relativ hoch war. Deswegen habe ich mir dann im Gebrauchtteile-Center von Mercedes dann noch eine zweite Sitzgarnitur gekauft mit mechanischer Verstellung, die ich jetzt auch hier drin habe. Da konnte ich mir jetzt quasi dann diese Recaro-Sitzverstellung dann quasi schenken. Und jetzt konnte ich hier quasi die Seitenadapter direkt hier auf den T-Stahl montieren. Ist natürlich dann hier der Sitz dann 2,5 cm tiefer gekommen. Man hat sich noch mal ein bisschen mehr Gewicht gespart, weil so ein Laufschienensatz pro Seite 2,5 Kilo wiegt ungefähr. Brauche ich jetzt eben nicht mehr. Der Vorteil ist natürlich, dass ich jetzt hier die originale Mercedes-Benz Sitzverstellung habe und nicht die von Recaro. Macht halt noch ein bisschen mehr wertigen Eindruck. Ist halt genauso wie im Serienauto. Genau. Den Seitenairbag, der jetzt entfallen ist, den simuliere ich quasi unten mit einem kleinen selbstgelöteten Leitungssatz, der in den original Airbag-Stecker reingesteckt wird. Das war ein Widerstand von 2,4 Ohm, so ein Lötwiderstand, den ich da jetzt quasi dann reingelötet habe. Dann gibt es jetzt auch keine Probleme mit der Airbag-Lampe, alles funktioniert so wie es soll. Auf der Beifahrerseite habe ich dann noch die originale Sitzbelegungserkennungsmatte reingemacht, damit auch dort keine Fehlermeldungen gesetzt werden. Das sitzt hier unten eben drunter, passt da relativ gut rein. Funktioniert auch alles so wie es soll. Genau. Dazu kam dann eben noch die Vierpunktgurte von Schroth mit rein ins Auto. Gehört natürlich zusammen, Schalensitze und Vierpunktgurte, finde ich. Die werden natürlich dann hier hinten am Bügel festgemacht. Die sind dann hier geschlauft. Habe ich dann hier auch noch mit ein bisschen Filz beklebt, damit es keine Geräusche macht beim Fahren. Das ist dann hier hinten mit ein paar Kabelbindern aufgewickelt, damit es hier sauber ausschaut. Ist hier gekreuzt, weil das hier ungefähr einen halben Meter ergibt. Ab einem halben Meter sollte man die Gurte quasi über Kreuz legen. Genau, die unteren Gurte, die Beckengurte sind dann quasi hier unterhalb der Sitzschiene dann quasi mit verschraubt an dem Punkt. Dazu musste ich hier die Öse um 90 Grad biegen, aber jetzt passt es hier perfekt. Genau, wie man sieht, ja, Türverkleidungen sind rausgekommen. Heckklappenverkleidung ist in einem großen Teil rausgekommen. Der Wischermotor hinten habe ich ausgebaut. Habe ich jetzt quasi hier so einen Aufkleber, der das mich hier abdichtet. Spart eben auch nochmal 1 Kilogramm. Ich weiß, das sind nur kleine Peanuts, aber ein bisschen was bringt es dann schon. Und die Leute, die mir auf Instagram folgen, haben das schon gesehen. Ich habe jetzt in den letzten Wochen hier meinen Kofferraum etwas umgebaut. Habe mir hier eine Carbonplatte bestellt, die schon fertig auf Maß geschnitten kam. Und die sitzt jetzt hier hinten am Kofferraum drin, bildet jetzt hier eine saubere, gerade Fläche, auf die ich jetzt dann hier quasi meinen Feuerlöscher montiert habe. Der ist hier auch verschraubt mit hier die Helmbox, die bisher im Überrollbügel war und sich dadurch etwas schwer beladen ließ. Die habe ich jetzt hier hinten hingemacht. Ist jetzt eigentlich quasi nur draufgestellt, hier mit einem Spanngurt festgemacht. Vorne habe ich noch einen Aluminiumwinkel mit dran gemacht. Und da habe ich dann hier eben auch dieses Gepäcknetz hier unten eingehangen. Da habe ich dann noch mein Warndreieck, meine Verbandtasche und meine Warnwesten hier hinten drin. Genau. Dann habe ich mir hier noch ein USB-Kabel hier nach hinten gelegt von der Steckdose hier hinten an der Mittelkonsole. Führt dann das Kabel hier hinten an der Seite entlang. Dann habe ich mir jetzt hier noch aus Aluminium einen GoPro-Halter gebaut quasi. Dann kann die Kamera hier in Zukunft an der Heckklappe montiert werden, genau. Dann habe ich hier hinten eine saubere Befestigung mit einem guten Blickwinkel. Die Ladspannungsversorgung ist dann auch gegeben. Da muss man sich um die Batterien schon mal keine Sorgen machen. Und genau das gleiche mache ich dann eben quasi vorne auch an der Windschutzscheibe. Dann habe ich dann quasi hier oben auch eine GoPro-Befestigung. Da sitzt dann die Kamera für die vordere Ansicht
Die wird dann auch über ein USB-Kabel angeschlossen. Dazu habe ich dann hier vorne noch eine Steckdose, wo ich dann das USB-Kabel dann reinstecke. Genau. Als ich dann 2018 auf dem Nürburgring war, da hatte ich dann hier noch eine Kamera sitzen, die mich dann quasi hier gefilmt hat, wie ich dann hier drin hocke. Fand ich eigentlich nicht schlecht von der Perspektive her. Genau, und so werde ich das wahrscheinlich in Zukunft auch handhaben. Ich denke, dass ich jetzt dann so in nächster Zeit mir dann noch eine GoPro kaufe, damit ich dann auf der Längssäule dann auch noch eine GoPro montieren kann für die Tacho-Ansicht. Dann habe ich 4 Kameras im Auto, das sollte dann erstmal reichen. 2019 habe ich mir dann hier noch einen Blendkeil foliert. Den habe ich im Internet bestellt. War auch relativ einfach zu montieren. Sieht auch gut aus meiner Meinung nach. Sorgt halt dafür, dass man ein bisschen besser vor der Sonne geschützt wird, weil man ja relativ tief im Auto sitzt. Sieht meiner Meinung nach auch optisch echt gut aus. Macht natürlich einiges her. Ja, wir können jetzt auch einmal um das Auto herumgehen, damit ich euch das jetzt hier mal komplett zeigen kann. Wie gesagt, das Auto habe ich 2015 gekauft. Damals habe ich leider noch nicht gewusst, dass das Auto wirklich dann mal so umgebaut wird von mir. Das Problem, das mich immer noch am meisten stört, ist, dass natürlich das Fahrzeug sehr gut ausgestattet ist von der Ausstattung her. Ich habe da quasi fast alles drinnen, inklusive natürlich dem Schiebedach. Das ist das, was mich am meisten aufregt, ehrlich gesagt, am ganzen Auto, weil ich es einfach nicht brauche und das natürlich auch einfach bedeutet, dass man hier oben mehr Gewicht mitfährt, durch die Gegend rumfährt. Das sind bestimmt 20, 25 Kilogramm direkt an der höchsten Stelle des Autos. Das ist natürlich für die Kurveneigenschaften nicht wirklich vorteilhaft. Aber eben damals, 2015, als ich mir das Auto gekauft habe, habe ich halt eben noch nicht gewusst, wo die Reise hingeht. Ich habe zwar gewusst, dass ich damit auf die Rennstrecke fahren werde, aber nie gedacht, dass ich das mal wirklich so umbauen werde, das Auto. Dass ich dann mal anfangen werde, hier das leer zu räumen und versuchen, Gewicht zu sparen. Wie gesagt, das ist dann erst 2016 dann der Gedanke gekommen. Ja, deswegen ist das leider kein perfektes Track-Tool, keine ideale Ausgangsbasis. Aber ich habe gesehen, es gibt genug A45 auf der Rennstrecke, die hier auch mit dem Panoramaschiebedach ausgestattet sind, die trotzdem richtig schnell sind. Hängt natürlich in erster Linie auch vom Fahrer ab. Ja, das ist das Wichtigste. Na, eben durch die ganze Ausstattung ist das Fahrzeug natürlich auch nicht wirklich leicht. Vor dem Umbau waren wir ziemlich genau bei 1600 Kilogramm, was natürlich echt viel ist für so eine kleine A-Klasse. Mit Fahrer, also mit mir, waren wir dann so ungefähr bei 1670, 80 Kilogramm. Und jetzt halt eben durch den Umbau sind wir so bei ungefähr 1520 Kilogramm angekommen. Sprich, wenn ich drin hocke, sind wir bei den 1,6 Tonnen wieder. Folgetank jeweils gemessen. Ja, das ist schon ordentlich Gewicht rausgekommen. Ist natürlich trotzdem noch ziemlich schwer. Wie gesagt, das Panoramaschiebedach, das regt mich halt auf. Aber dafür irgendwie ein Carbondach zu finden oder so, das wird wahrscheinlich relativ schwierig, weil es das, soweit ich das jetzt gesehen habe, noch nicht gibt auf dem Markt. Und sich das selber anfertigen zu lassen bei einer Firma, die sich damit auskennt, das wird wahrscheinlich ziemlich schwierig. Ja. Natürlich könnte man dort viel Gewicht sparen, aber ob sich das dann eben auf Dauer lohnt, das weiß ich eben nicht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dass ich euch jetzt hier einen schönen Einblick in das Fahrzeug geben konnte. Und wie ich es am Anfang ja auch gesagt habe, das Fahrzeug ist zwar jetzt halt in Anführungsstrichen fertig. Die Sachen, die ich umbauen wollte, die habe ich jetzt komplett umgebaut. Aber das heißt natürlich nicht, dass das jetzt halt das Auto für immer so bleiben wird. Es werden auf jeden Fall noch mehrere Sachen gemacht werden. Die nächsten Schritte sind auch schon geplant. Also ich werde wohl eine andere Ansaugung einbauen, damit der Motor leichte Luft bekommt. Hier gibt es ein relativ cooles Kit meiner Meinung nach. Das werdet ihr dann sehen. Abgasanlagentechnisch ist auch ein bisschen was geplant. Da kommt eine andere Downpipe rein. Genau, auch da dürft ihr gespannt sein. Das werde ich natürlich dann auch wieder dokumentieren mit der Kamera.
Genau, deswegen haltet die Ohren steif und habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.